Ja, und meine Damen und Herren, jetzt in der Luft bereits, wenn Sie leicht nach rechts schauen, nach Westen, nach Südwesten. Now, an aircraft we were hoping to bring you earlier, Bell 47G, known in English service as the Sioux, but known as the Bell 47 everywhere else in the world. Ja, und dem einen oder anderen kommt der Hubschrauber, der jetzt vor uns in die Luft gegangen ist, vielleicht etwas bekannt vor aus dem Fernsehen. Und das stimmt, es gab da mal eine sehr bekannte Serie, eine US-Serie, die im Koreakrieg spielt, MASH. Und in dieser Serie über eine Einheit von Militärärzten, ein Militärkrankenhaus, und dort hat dieser Hubschrauber eine große Rolle gespielt. Of course, this aircraft instantly familiar to anybody who ever watched the television program MASH. This was the aircraft used in the Korean War to transport wounded people from close to the front line back to the mobile army surgical hospitals. 2 stretchers carried on either side the fuselage on top of the undercarriage sponsons. Erstflug hatte dieser Hubschrauber 1945 bereits, wurde 1946 in Dienst gestellt und wurde bis 1974 noch produziert. Unglaubliche 5600 Stück wurden gebaut und an 51 Länder geliefert. Unter anderem nach Deutschland. Hier wurden 45 Maschinen bei der Bundeswehr bis Mitte der 70er Jahre betrieben. First flight in 1945. Remarkable aeroplane this, remained in production until 1974. 5,600 being built, serving all over the world in 51 countries. Germany bought 45 of these, used by the Bundeswehr, right up until the middle 1970s. Ein recht leichter Hubschrauber hat ein maximales Startgewicht von 1340 Kilogramm, bei einer Länge von 9,62 Meter, einer Rotordurchmesser von 11,35 Meter und einer Höhe von gut 2,80 Meter. Very light helicopter this, 1,340 kilograms, maximum speed of 169 kilometers an hour, capable of reaching a height of 5,500 meters with a range of 500 kilometers. Und mit seinem Lycoming-Triebwerk, das ungefähr 270 PS leistet, erreicht der Bell 47 eine Höchstgeschwindigkeit von 169 km/h, eine Flughöhe von 5.500 Metern und eine Reichweite von ungefähr 500 Kilometern. Powered by a 270 horse Lycoming TVO 435. And yes, he's doing all of these maneuvers and flying the entire aeroplane on just 270 horsepower. Very lightweight airframe this. Und wirklich interessantes Detail, das hier war der erste zivil zugelassene Hubschrauber der Welt. Absolutely true. First civil licensed helicopter in the world. Larry Bell's company, taking advantage of the work of a very interesting man, a philosopher by the name of Arthur Middleton. And what he did was he came up with the design for what's known as the stabilizer bar. That's the bar just below the main rotor, because he wanted to develop the theory of what's known as process theory in philosophy. And when he was finished with his work and was successful in building these helicopters, he handed all of the patents to the Bell Aircraft Company and went back to his university. A remarkably disciplined man. Ja, und tatsächlich wurde der Hubschrauber eigentlich von einem Philosophen entwickelt, der sich damit beschäftigen wollte, wie Menschen Probleme lösen. Und ein Team daran gesetzt hat. Es wurde dann dieser Hubschrauber entwickelt mit den einzigartigen Stabilisierungsstangen unter dem Rotor. Und als das Problem letztendlich gelöst war, inzwischen war ein gewisser Herr Bell mit an Bord, hat er das Ganze an Bell abgegeben, hat keinen einzigen Cent dafür bekommen und hat sich wieder seiner Philosophie gewidmet. Wenn er für jeden Hubschrauber nur $10 bekommen hätte, wäre heute ein reicher Mann oder wäre ein reicher Mann geworden. Nichtsdestotrotz, dieser Bell 47 Hubschrauber heute wird uns präsentiert vom Classic Copter Club Bell 47.
Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.bell47.de. Aircraft here being displayed today and brought here today by the Classic Copter Club, and you can find out more about them at their website www.bell47.de. Und dort kann man ganz verschiedene Dinge buchen, also mit diesem Hubschrauber verschiedene Rundflüge, Foto- und Filmflüge, Hochzeitsflüge, Jubiläumsflüge und. Auch ein schöner Geschenkgutschein, alles Mögliche. Und neben dem Piloten finden in dieser großen Glaskanzel 2 Personen Platz mit einem ganz, ganz tollen Rundumblick, fast ohne irgendwelche Hindernisse. Also das ist ein Erlebnis. Vielleicht schauen Sie einfach mal im Internet, wie gesagt, unter www.bell47.de. This aircraft's been used for a wide variety of roles, from tours, photo and film flights, high altitude flights, all kinds of uses for this aircraft. 3 seats, 2 passengers and the pilot, in what can only be described as a glass fishbowl. Great big round canopy on the front. You get a view like you wouldn't believe from there. It's like you're not in an aeroplane, you're just sitting in space.